Wir fangen an mit dem Antibiotika-Einsatz bei verschiedenen Tierarten. Und da darf ich Ihnen Matthias Flohr vorstellen. Die BfR-Mitarbeiterinnen kennen ihn sicherlich, aber Matthias Flohr ist Biophysiker, ist seit 10 Jahren am BfR, haben wir vorhin versucht zu eruieren, ist seit ungefähr 5 Jahren bei uns in der Fachgruppe und war wesentlicher Autor des Evaluierungsberichtes zur 16. AMG-Novelle, den Frau Sanvili heute schon erwähnt hat. Und von daher wird er uns berichten über die Entwicklung des Antibiotika-Einsatzes bei verschiedenen Tierarten. Es gab schon mal primär die Idee, dass wir die neuen Daten auch präsentieren, aber leider ist die Berichterstellung noch nicht so weit, dass wir das hier in der Öffentlichkeit machen dürfen. Insofern wird er berichten über das, was ansonsten dazu zu sagen ist. Matthias, the floor is yours. Ja, danke schön für die Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung, auch hier zu sprechen. Wie Herr Tenhagen gerade schon gesagt hat, deswegen habe ich das auch hier als Untertitel in meinen Vortragstitel noch mit aufgenommen, sind wir leider noch nicht ganz so weit, dass wir hier wirklich aktuelle Daten präsentieren können. Deswegen beschränke ich mich hier auf die Evaluierungsdaten und das heißt auf den Zeitraum 2014 bis 2017. Ganz kurz als Abriss, da hat Frau Sanvili dankenswerterweise schon Vorarbeit geleistet, noch mal ganz kurz, Wiederholung ist ja auch nicht verkehrt, das Antibiotika-Minimierungskonzept noch mal vorstellen, vielleicht auch aus meiner Sicht des Datenauswerters. Dann werde ich ein bisschen sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern über Fallstricke in der Datenauswertung, die sich dann ergeben, wenn man also einen doch recht umfangreichen Datensatz zum ersten Mal im Detail versucht zu verknüpfen und zu analysieren. Ich werde natürlich auch ein paar ausgewählte tatsächliche Ergebnisse der Evaluierung dann vorstellen und ganz am Ende, das hat Herr Tenhagen eben auch schon angedeutet, noch einen ganz kurzen Ausblick auf aktuellere Daten dann geben. Also keine echten Daten, aber wann die zu erwarten sind. So, mal sehen, eins vor. Ganz kurz kann ich, glaube ich, wirklich kurz abhandeln hier. Die AMG-Novelle 2014 in Kraft getreten ist sozusagen aus der DART erwachsen, in der schon diese Reduktion des Antibiotika-Einsatzes im Veterinärbereich verankert wurde. Was wir haben in diesem Antibiotika-Minimierungskonzept ist die Erfassung des Antibiotika-Einsatzes in 4 Tierarten. Im ganzen Vortrag wird es immer nur um den Masttierbereich gehen. Also das heißt, wir haben hier den Rinderbereich, Rindermast, Schweinemast, Hühnermast und Putenmast. Das heißt, es wird nicht um Legehennen gehen, auch nicht um Milchkühe. Frau Sanvili hat es auch schon erläutert, dass wir im Rinder- und im Schweinebereich noch so eine Alters- oder Gewichtsunterteilung haben. Das heißt, insgesamt haben wir also 6 Nutzungsarten. Und hier sehen Sie auch noch mal diese Bestandsuntergrenzen, die Frau Sanvili auch schon erwähnt hat. Das heißt also, dass Tierhalter, die zum Beispiel mehr als 20 Mastkälber, also Rinder unter 8 Monaten halten, dass die meldepflichtig sind. Und hier wurde auch schon vorhin darüber diskutiert, bei den Hühnern liegt diese Bestandsuntergrenze bei 10.000 Tieren. Kommt aus dem Anspruch, ist es damals erwachsen, dass man versucht, möglichst so 95% des Tierbestandes einer Nutzungsart abzudecken bei der Erfassung. Kurz nochmal zum Benchmarking-Konzept. Also es wird ein halbjährliches Benchmarking durchgeführt. Für jeden Betrieb wird die sogenannte Therapiehäufigkeit ermittelt. Dazu komme ich gleich noch ein bisschen genauer. Ich habe hier mal eine fiktive Verteilung in diesem Fall aufgezeichnet sozusagen. Wir haben hier die betriebliche Therapiehäufigkeit, da ist also jeder Betrieb in einer Nutzungsart bekommt so einen Wert.
Diese größere Balken hier bei 0, das wären die Nullanwender, also die Betriebe, die gar kein Antibiotika in dem entsprechenden Halbjahr eingesetzt haben. Und hier hätten wir so eine Verteilung der positiven Therapiehäufigkeitswerte. Dann wird als Kennzahl 1 der Median und als Kennzahl 2 das dritte Quartil dieser Verteilung unter Einbeziehung der Nullanwender berechnet. Und im nächsten Schritt bekommt dann jeder Betrieb mitgeteilt, wo er oder sie sich befindet in dieser Verteilung, sprich, ob sie zwischen diesen Kennzahlen liegt und dann zusammen mit dem Tierarzt Maßnahmen erörtern muss, um den Einsatz zu reduzieren, oder ob sie sogar über Kennzahl 2 liegen, in diesem roten Bereich, und dann verpflichtet sind, einen schriftlichen Maßnahmenplan der zuständigen Landesbehörde vorzulegen. Die betriebliche Therapiehäufigkeit sieht so aus: Im Zähler werden Anwendungsdaten aufsummiert, und zwar für jede einzelne Behandlung wird die Zahl behandelter Tiere multipliziert mit der Zahl der Behandlungstage, beziehungsweise man sollte eigentlich sagen mit der Zahl der Wirkungstage. Im Fall von Long-Acting-Präparaten zum Beispiel ist es dann nicht die Zahl der Behandlungstage, sondern der Wirkungstage. Und im Fall eines Kombinationspräparates, in dem sich mehrere antibiotisch wirksame Substanzen befinden, auch noch mit der Anzahl der Wirkstoffe. Das wird über alle Behandlungen, die in einem Betrieb in einem Halbjahr stattgefunden haben, für jede Nutzungsart getrennt aufsummiert und dann geteilt durch die Anzahl der durchschnittlich im Halbjahr gehaltenen Tiere. Das ist die Therapiehäufigkeit. Damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann, Therapiehäufigkeit 2 bedeutet, kann man sich vorstellen, als dass bei allen Tieren des Bestandes an 2 Tagen in diesem Halbjahr ein Arzneimittel mit einem antibiotisch wirksamen Stoff angewandt wurde. Es gibt natürlich andere Varianten, wie man auf dieselbe Therapiehäufigkeit kommen kann, indem man nur einen Teil des Bestandes aber länger oder mit mehr Wirkstoffen behandelt und so weiter. Man kann aber hat nun eine Metrik für den Antibiotikaeinsatz auf Betriebsebene in einer Nutzungsart und kann jetzt Betriebe miteinander vergleichen und dieses Benchmarking aufziehen. So etwas Ähnliches haben Sie bei Frau Sinvidi auch schon gesehen. Wir haben hier den Tierhalter, der meldet seine Anwendungsdaten und Bestandsänderungen, die brauchen wir für den Nenner der Therapiehäufigkeit, an die Überwachungsbehörde. Die berechnen die Therapiehäufigkeiten, melden die an den Tierhalter zurück und geben sie außerdem in anonymisierter Form an das BVL weiter, die dann wiederum halbjahresweise die Kennzahlen berechnen, im Bundesanzeiger veröffentlichen, sodass sich der Tierhalter dann individuell vergleichen kann. Das BfR kommt gleich auch noch ins Spiel, nämlich im Rahmen der Evaluierung dieser Daten. Das ist mal ein Bild, das zeigt, was bis zum Zeitpunkt dieser Evaluierung bekannt war. Was man hier sieht, ist, für jede Nutzungsart haben wir, also hier sind die beiden Rindernutzungsarten, die beiden Schweine und die Hühner und die Puten. In Rot die Kennzahl 2, das dritte Quartil, und in Schwarz die Kennzahl 1, der Median dieser Verteilung der betrieblichen Therapiehäufigkeiten. Und wir sehen hier den Verlauf über 7 Halbjahre. Hier sind jetzt alle Therapiehäufigkeiten, alle Kennzahlen auf der gleichen Therapiehäufigkeitsachse dargestellt. Und was man erkennt, ist, dass der Geflügelbereich den höchsten Einsatz zeigt, gefolgt vom Schweinebereich, und dann schließlich kommen die Rinder. Was man auch hier schon sehen kann, ist, dass die jüngeren Tiere, also hier die Mastkälber, hier die Mastferkel, höheren Antibiotika-Einsatz aufweisen als die älteren Tiere der gleichen Tierart. Wenn man das jetzt für jede Nutzungsart individuell skaliert, dann kann man ein bisschen mehr im zeitlichen Trend schon erkennen.
Man sieht ganz deutlich in allen Nutzungsarten diesen Abfall kurz nach Inkrafttreten der 16. AMG-Novelle. Wie es danach weiterging, war dann aber sehr heterogen. Die Rinder waren eigentlich ab 2015 bei 0 mit beiden Kennzahlen, sprich mehr als 3/4 der Betriebe setzen gar keine Antibiotika ein, also die älteren Rinder. Bei den Mastkälbern sehen wir hier, deuten sich so ein bisschen jahreszeitliche Schwankungen an, aber es bleibt so auf demselben Niveau. Bei den Schweinen in beiden Altersgruppen sehen wir nach einer anfänglich starken Reduktion dann nur noch kleine Fortschritte. Und im Geflügelbereich sehen wir nach einem anfänglichen Rückgang des Einsatzes bei den Hühnern bereits nach 3 Halbjahren dann wieder einen Anstieg. Und bei Puten sehen wir diesen Anstieg etwas später, aber dann auch. Das war also das, was bekannt war. Die Evaluierung, wir haben im März 2018 die Daten dafür bekommen. Ich habe schon gesagt, es geht um 7 Halbjahre, zweites Halbjahr 2014 bis zweites Halbjahr 2017. Ups, das war ein bisschen zu schnell. Wir haben dann zusammen mit dem BVL Berichte geschrieben. Ich beschränke mich hier eigentlich auf die Auswertung der Antibiotika-Gabedaten. Und das BMEL hat dann schlussendlich im Juni 2019 einen Bericht veröffentlicht, der auch auf der Website abrufbar ist. Was war jetzt neu in der Evaluierung? Was konnten wir zum ersten Mal machen? Nun, das BVL, hat Frau Sanvidi auch schon erwähnt, hat schon seit 2011 die Abgabemengenerfassung und hat da die Möglichkeit nach Wirkstoffklassen aufgefächert, die Verkaufsmengen zu verfolgen und zu veröffentlichen. Aber es gibt eben nicht die Möglichkeit, das Tier- oder Nutzungsarten zuzuordnen. Und das war jetzt das erste Mal, dass wir anhand der Daten sowas vornehmen konnten. Was wir also machen konnten, war uns das nach Wirkstoffklasse stratifizieren. Wir konnten Verbrauchsmengen den Tier- und Nutzungsarten zuordnen. Wir konnten uns auch angucken, zum Beispiel, was ist der etwaige Einfluss der Betriebsgröße. Ich glaube, die Formeln erspare ich Ihnen jetzt an der Stelle. So sah der Datensatz aus, den wir bekommen haben. Wir hatten gut 300.000 Anfangsbestände. Das ist also, wenn ein Betrieb meldet, wie viele Tiere hat er am Anfang eines Halbjahres. Dazugehörig über 11 Millionen Bestandsänderungsmeldungen, datumsgenau an welchem Tag gingen wie viele Tiere aus dem Bestand oder kamen in den Bestand. Und wir hatten knapp 2,5 Millionen antibiotische Anwendungen über alle Nutzungsarten hinweg und alle Halbjahre hinweg. Wir haben vom BVL eine Arzneimittelliste zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir haben, da gehe ich nachher noch ganz kurz drauf ein, auch die sogenannten Defined Daily Doses, also definierte Tagesdosierungen, die von der EMA veröffentlicht wurden, verwendet, um Daten zu plausibilisieren und uns die verwendeten Dosierungen anzuschauen. Die Betriebe hier, die hier in den beiden Datensätzen auftauchen, die sind pseudonymisiert worden, bevor wir die Daten bekommen haben. Also wir können die Daten keinen individuellen Betrieben zuordnen. So, kommen wir mal zu ein paar Fallstricken bei der Datenauswertung. Hier sehen Sie, ich habe das hier Bestandsverlaufsrekonstruktion genannt. Wir haben hier die 7 Halbjahre eines, in diesem Fall Hühnermastbetriebes, und hier so eine dünne schwarze Verlaufslinie. Das ist die Veränderung des Bestandes in diesem Betrieb über die Zeit.
Und wir sehen hier so ein typisches Rein-Raus-Verfahren, also typisch für so einen Hühnermastbetrieb. Wir sehen hier die Null, also keine Tiere im Bestand. Und wir sehen hier ein Halbjahr, in dem sich negative Tierzahlen auf dem Bestand befanden. Da ist also mutmaßlich eine Bestandszugangsmeldung verloren gegangen oder einfach ein Zugang nicht gemeldet worden. Und ähnlich, bloß in der anderen Richtung, sehen wir hier so Ausreißer nach oben mit diesen roten Punkten hervorgehoben. Da fehlt mutmaßlich eine Meldung eines Bestandsabganges. Und diese Fehler, die tauchen hier in relativ deutlicher Art und Weise für so ein regelmäßiges Rein-Raus-Verfahren auf. Das ist aber im Rinder- und im Schweinebereich schwieriger zu erkennen. Wir haben dann so eine Art Outlier-Detection-Algorithmus entwickelt und versucht, problematische Halbjahre zu erkennen und dann nicht mehr in den weitergehenden Analysen zu berücksichtigen, um eben Verzerrungen in der Therapiehäufigkeit zu vermeiden. Denn wenn hier kommt zwar wahrscheinlich noch ein positiver Durchschnittsbestand raus, aber der ist natürlich viel zu klein und hier kommt ein viel zu großer Durchschnittsbestand raus. Das heißt, man kriegt Verzerrungen in der Therapiehäufigkeit. Wir haben, kann ich ganz kurz machen, wir haben im Prinzip für jede Nutzungsart 3 Betriebsgrößenkategorien gebildet, kleine, mittlere und große Betriebe. Und wir haben das so gewählt, dass wir jeweils 1/3 der Betriebe in diese Größenkategorien einteilen. Hier sehen Sie die Grenzen, also das erste Terzil, das sind die Grenzen zwischen den kleinen und den mittleren Betrieben, und das zweite Terzil, das sind die Grenzen zwischen den mittleren und großen Betrieben. Dazu sollte ich nicht unerwähnt lassen, dass Betriebe nur verpflichtet sind, Bestandsänderungen zu melden, wenn sie auch Antibiotika einsetzen, was dazu führt, dass wir für einen Teil der Betriebe, die im gesamten Zeitraum keine Antibiotika angewandt haben, auch überhaupt keine Bestandsänderungsmeldung haben. Sprich, wir wissen dann nicht, wie groß ist dieser Betrieb. Also hier sehen wir noch kurz die Zahlen an Betrieben, die letztendlich wir in unseren Datensätzen gefunden haben. Da sehen wir also, das sind deutlich mehr Rinder- und Schweinemastbetriebe als Geflügelbetriebe. Jetzt kommen wir kurz zu diesen definierten Tagesdosen, und da kommt jetzt eine Verknüpfung zu dem Vortrag von Frau Binsker. Was wir gemacht haben, ist, wir haben diese Formel hier verwendet, um ein mutmaßliches Behandlungsgewicht für jede einzelne Anwendung abzuleiten. Da bin ich eben nicht drauf eingegangen, aber wir haben in den gelieferten Daten nicht nur die Zahl behandelter Tiere bekommen und die Behandlungstage, sondern wir haben auch die Menge des verabreichten Arzneimittels bekommen. Und deswegen können wir diese mengenbezogenen Auswertungen machen. Wir können also von der Verbrauchsmenge und den angegebenen Wirktagen, der Tierzahl und dieser definierten Tagesdosis auf ein mutmaßliches Behandlungsgewicht der behandelten Tiere schließen. Und hier sehen Sie für jede Nutzungsart so eine Verteilung dieser Behandlungsgewichte, die sich ergeben hat. Die Zahlen können Sie wahrscheinlich nicht lesen, es ist auch nicht weiter erheblich. Was Sie hier mitnehmen sollten, ist, es gibt so eine vertikale Linie, die zeigt, die liegt da, wo das Behandlungsgewicht 3-mal so groß ist wie das Maximalgewicht dieser Nutzungsart laut KTBL. Also zum Beispiel für Mastkälber findet man da, dass die höchstens 250 Kilogramm wiegen. 250 mal 3 wären 750 Kilogramm. Wenn das Behandlungsgewicht größer als 750 Kilogramm ist, dann sind wir hier in diesem rechten Teil der Verteilung. Und dann haben wir gesagt, da stimmt irgendwas nicht mit den Daten, die schließen wir aus.
Und hier taucht jetzt das Cholestin auf, denn was wir dann festgestellt haben, für den Mastgeflügelbereich insbesondere, aber auch zum Teil bei den Mastferkeln, da fliegen ja die ganzen Cholestinbehandlungen raus. Und deswegen haben wir dann auch mit Rücksprache aus anderen aus Praktikerkreisen haben wir die Information bekommen, dass Cholestin offenbar sehr häufig stark überdosiert angewendet wird, mutmaßlich um einen systemischen Effekt zu erzielen, aber es ist mir nach wie vor nicht ganz klar. Jedenfalls haben wir für Cholestin diese Grenze von 3 auf 20 erhöht. Und dann, also hier sieht man übrigens, dieser ganze Teil bei den Masthühnern, der wäre weggeflogen, wenn wir bei diesem Faktor 3 geblieben wären. Das heißt, wir sehen in den Daten, Cholestin wird sehr stark überdosiert, vor allem im Geflügelbereich angewandt. Insgesamt würde ich aber sagen, dass der Datensatz eine sehr hohe Qualität aufweist. Wir haben also verschiedene Plausibilisierungen durchgeführt und dann teilweise Behandlung oder Anwendungsdaten rausgeschmissen. Das größte Problem war hier tatsächlich der Fall, dass der Bestandsverlauf in einem Halbjahr nicht plausibel war, weil dann haben wir gesagt, an der Stelle können wir Therapiehäufigkeit und Verbrauchsmengen eigentlich nicht mehr miteinander vergleichen, deswegen schmeißen wir das raus. Aber wir sind insgesamt also bei knapp 93% der eingeschlossenen Anwendungsdaten gelandet. Ja, es hat sich so ein bisschen bestätigt hier, dass die 80-20-Regel von Pareto hier ziemlich gut zugetroffen hat, dass also 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Das ist das, was jetzt gleich nämlich kommt, die tatsächlichen Ergebnisse. Die 20% der Ergebnisse, die 80% des Gesamtaufwandes erfordern, das war die ganze Plausibilisierung, Verknüpfung, wie kriegen wir die Daten überhaupt in eine auswertbare Form. So, was wir hier sehen, ist ein Vergleich der Abgabemengen nach DIMDI und den von uns jetzt berechneten Verbrauchsmengen. Das ist über alle Tierarten, Tier- und Nutzungsarten aufsummiert und jede Wirkstoffklasse hat hier ein eigenes Kästchen bekommen. Und wir sehen immer in der dunkleren Schattierung die Abgabemengen und in der helleren Schattierung die entsprechende Verbrauchsmenge, die sich aus unseren Daten ergeben. Was wir sehen, ist, dass wir da meistens doch einen ziemlich starken Gap haben. Ich sollte dazu sagen, die Skalierung hier ist für jede Wirkstoffklasse einzeln gewählt. Also man sollte jetzt hier nicht direkt von der Höhe der Balken also man sollte nicht die Wirkstoffklassen direkt miteinander vergleichen. Was wir sehen, ist, dass wir anteilsmäßig einen großen Anteil der Makrolide, der Polypeptide, der Pleuromutyline, der Penicilline, Linkosamide und Tetrazykline, also anteilsmäßig viel bei diesen Wirkstoffklassen in den Verbrauchsmengen wiederfinden, was abgegeben wurde. Für die Cephalosporile der 3. und 4. Generation sehen wir fast keine Verbrauchsmengen bei uns in den Daten. Und wir sehen auch teilweise so Diskrepanzen, dass hier die Abgabemengen ansteigen und die Verbrauchsmengen aber abnehmen. Und Erklärung dafür sind, dass natürlich diese Wirkstoffe auch in anderen Tier- und Nutzungsarten landen können, dass wir teilweise natürlich auch Anwendungen ausgeschlossen haben. Man könnte wahrscheinlich so Pi mal Daumen immer so 6-7% auf die Verbrauchsmengenbalken aufaddieren. Dann kommt man vielleicht ein bisschen näher an die echten Werte ran. Aber genau. Achso, und vielleicht als kleine Anekdote, als ich das erste Mal diese Vergleichsgrafiken erstellt hatte, da gab es diese Plausibilisierungsroutinen noch nicht. Und da hatten wir dann für einzelne Wirkstoffklassen
10-mal so hohe Verbrauchsbalken wie Abgabebalken. Und das war dann der erste klare Hinweis darauf, okay, wir müssen hier Plausibilisierung durchführen. So, kommen wir mal zu, ist das? Nee, da. Kommen wir mal zum Vergleich der Verbrauchsmengen, die wir jetzt das erste Mal den Nutzungsarten zuordnen können. Wir sehen hier oben führen die Schweinenutzungsarten die Verbrauchsmengen an. Da landet also mengenmäßig am meisten drin, gefolgt von den Puten und Hühnern hier in Blau, und dann kommen die Mastkälber und in die Mastrinder geht mengenmäßig praktisch gar nichts rein. Wir sehen hier auch in den Verbrauchsmengen diese anfängliche starke Reduktion und sehen jetzt, das hat bei den Schweinen also wirklich sehr gut funktioniert, dass da nicht nur die Therapiehäufigkeiten runtergegangen sind, sondern auch die Verbrauchsmengen. Während bei den im Geflügelbereich haben wir ja auch gesehen, dass die Therapiehäufigkeiten runtergegangen sind, also die Kennzahlen. Das sehen wir in den Gesamtverbrauchsmengen hier aber eigentlich nicht. Die stärksten Reduktionen haben wir im Schweinebereich gehabt und was man hier nicht sieht, die stärksten relativen Reduktionen bei den Mastrindern, hier den älteren Rindern. Aber wie gesagt, da geht so mengenmäßig so wenig rein, dass man das hier gar nicht sehen kann. Hier sehen wir jetzt für jede Nutzungsart mal, wie sich die Gesamtverbrauchsmengen auf die verschiedenen Wirkstoffklassen verteilen. Und ich habe das hier mal versucht zusammenzufassen, die wichtigsten Wirkstoffklassen in jeder dieser Nutzungsarten. Und wenn sich da ein klarer Trend zeigt in den Verbrauchsmengen, dann finden Sie hier so einen Pfeil nach unten oder hier zum Beispiel bei den Aminoglycosiden im Masthühnerbereich auch mal eine Veränderung nach oben. Wir sehen insgesamt, dass es doch in etlichen Wirkstoffgruppen eine klare Reduktion der Verbrauchsmengen gab. Wir sehen allerdings auch, dass bei den Masthühnern die Polypeptidantibiotika, die wichtigste Wirkstoffklasse hier darstellen, und das ist ausschließlich Cholestin, dass sich da mengenmäßig, genau hier sind wir, mengenmäßig hat sich da kaum was geändert in dem Zeitraum. Polypeptidantibiotika sind auch bei den Puten eine relevante Wirkstoffgruppe. Wir sehen hier die Makrolide, die ja von der WHO auch als kritische Antibiotika eingeschätzt werden. Was man vielleicht auch nicht erwähnen sollte, ist, dass wir doch einen erklecklichen Anteil in allen Nutzungsarten sehen an Betrieben, die auch wirklich über den gesamten Zeitraum, also über 7,5 Jahre, keine Antibiotika eingesetzt haben. Das heißt, Mast ohne Antibiotika-Einsatz ist möglich. Den höchsten Anteil finden wir bei Rinderbetrieben, da wiederum bei den älteren Rindern, passt auch zu den vorherigen Daten natürlich, aber durchaus auch bei den jüngeren Rindern. Bei den Schweinen haben wir so einen mittleren Anteil, da hatten wir aber immerhin auch über 10% der Betriebe, die über den gesamten Zeitraum keine Antibiotika eingesetzt haben. Und den geringsten Anteil finden wir beim Geflügel. Was ich hier noch dazu sagen sollte, hier sind jetzt tatsächlich nur Betriebe, Sie sehen das vielleicht auch, wenn Sie gut aufgepasst haben, in den Betriebszahlen hier, dass das kleinere Zahlen sind, als Sie vorher gesehen haben. Das sind jetzt nur die Betriebe, die, oh Gott, ich bin ganz schlecht in der Zeit, ich hatte mich auf eine halbe Stunde eingestellt. Wir haben hier nur Betriebe, für die wir in allen 7,5 Jahren Daten vorliegen haben. Hier sehen Sie ganz schnell mal gezeigt, dass wir die Analysen auch nach Bestandsgrößenklasse, also sprich hier haben wir immer links sind die kleinen, dann kommen die mittleren, dann kommen die großen Betriebe für jede Nutzungsart und innerhalb so einer Klasse ist jede Box hier ein Halbjahr von
links nach rechts 2014 bis 2017. Und was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass wir sehr ähnliche Verläufe das sind jetzt hier übrigens die Therapiehäufigkeiten, nicht mehr die Verbrauchsmengen, dass wir in jeder Bestandsgrößenklasse ähnliche Verläufe sehen, aber die kleineren Betriebe liegen insgesamt niedriger als die mittleren und wiederum niedriger als die großen Betriebe. Und das sieht man in allen Nutzungsarten. Hier mal kurz zusammengefasst, wir haben dann so einen statistischen Test gemacht, wo wir die Therapiehäufigkeit im ersten Erfassungszeitraum, im ersten Erfassungsjahr gegenüber dem letzten Erfassungsjahr verglichen haben und geschaut haben, bei wie vielen Betrieben finden wir oder wie sieht es da mit signifikanter Reduktion aus. Und alle grünen Kästchen hier, also jede Nutzungsart hat hier eine Spalte und die Zeilen sind die Wirkstoffklassen. Wir sehen hier in den meisten Fällen grüne Kästchen, das heißt signifikante Reduktion. Wir sehen ein paar Fälle von signifikanten Zunahmen. Die Cephalosporine hier spielen allerdings mengenmäßig auch keine wirkliche Rolle. Aber es fällt zum Beispiel auf, dass hier Aminoglycoside und Linkosamide signifikant zugenommen haben im Hühnermastbereich. Wenn hier weiße Kästchen sind, dann heißt das, diese Wirkstoffklassen, die werden in der Nutzungsart gar nicht eingesetzt oder sind da gar nicht zugelassen. Cephalosporine, dritte, vierte Generation, Fluorchinolone und Polypeptide, das sind die Wirkstoffklassen, die laut AMEC-Kategorie einzuschränken sind. Und da haben wir eben hier auch in den allermeisten Fällen eine signifikante Reduktion beobachtet. Ganz kurz, das waren jetzt Aussagen über die gesamte Nutzungsart jeweils. Wenn man dann versucht, sich auf Einzelbetriebsebene anzugucken, wie viele Betriebe haben es denn geschafft, sich in diesem Zeitraum von 7,5 Jahren zu verbessern, also den Antibiotika-Einsatz zu minimieren, dann sieht man, dass wir bei den allermeisten Betrieben keine Aussage über den Trend treffen können, was aber auch nicht so richtig verwundert, weil wir ja maximal 7 Werte haben für jeden Betrieb. Die grauen Balken, das sind also alle Betriebe hier wieder nach Bestandsgröße klein, mittel, groß aufgeteilt, für die wir keine Aussage treffen können. Die grünen sind, die sich signifikant verbessert haben und die rötlichen hier, das sind die, die sich signifikant verschlechtert haben, also mehr Antibiotika eingesetzt haben. Und was man aus dieser Grafik schon erkennen kann, ist, dass für alle Nutzungsarten, auch für alle Bestandsgrößenklassen, der grüne Balken immer höher ist als der rote Balken, was eben bedeutet, es haben überall mehr Betriebe eine Reduktion ihres Antibiotika-Einsatzes geschafft als Betriebe, die sich verschlechtert haben und mehr Antibiotika eingesetzt haben. Damit bin ich fast am Ende. Hier nochmal anschließend, also hier ist das zweite Halbjahr 2017, das Ende des Evaluierungszeitraums und alles, was dahinter kommt, das sind die öffentlich bekannten Kennzahlen, die Entwicklung, die Sie auch schon bei Frau Sanvidi gesehen haben. Und da sehen wir diese jahreszeitlichen Schwankungen auf ähnlichem Niveau. Die haben sich hier fortgesetzt bei den Mastkälbern. Bei den Mastferkeln blieb es eine Zeit lang gleich oder stieg sogar ein bisschen an und hat jetzt erst in den letzten 1-2 Jahren eine Reduktion erfahren. Ähnliches Bild bei den Mastschweinen. Bei den Masthühnern ging dieser Aufstieg weiter, sodass wir hier eigentlich sagen können, wir sind eigentlich jetzt schlechter als da, wo wir gestartet sind. Und bei den Puten sehen wir auch keine wirkliche Veränderung, vielleicht mit Ausnahme der letzten 3 Halbjahre. Und als letzter Ausblick
In der 17 AMG-Novelle hatte, glaube ich, Frau Sanvidi auch schon angesprochen, wurde eine verpflichtende Nullmeldung eingeführt. Wir bekommen, oder die Tierhalter oder Tierärzte müssen jetzt auch, mussten seit Ende 2021 auch Datumsangaben ihrer Anwendung mitliefern. Und insbesondere wird es einen Bericht zum 1.12., also nicht mehr lange hingeben, in dem wir diesen neuen Zeitraum auch betrachten werden. Und damit entschuldige ich mich für die wahrscheinlich ziemliche Überziehung meiner Zeit und bedanke mich aber für die Aufmerksamkeit.